Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video schauen wir uns den Beam Head Tracker an, eine kostengünstige Head Tracking Software, die man über Steam erwerben kann. Wir gehen durch die Installation von A bis Z und ich zeige euch meine Einstellungen. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ja, wir gehen erstmal darauf ein, was ist überhaupt der Beam Eye Tracker? Und zwar ist der Beam Eye Tracker eine kostenpflichtige Head-Tracking-Version. Keine Sorge, es ist relativ günstig mit gerade mal 30 Euro, glaube ich. Hört sich zwar viel an, aber im Sale oder sowas geht das alles. Und das Gute ist, es gibt von dem Beam Eye Tracker sogar eine Demo-Version, die, glaube ich, 2 Stunden geht, ja. Also, um das Ganze mal auszuprobieren, könnt ihr da diese Demo-Version, ja, euch runterladen. Die gibt es auch über Steam zu erwerben. Das heißt, den Headtracker gibt es bei Steam zu kaufen oder allerdings auf der Beam, ja, Beam Headtracker Seite an sich selbst. Den Link dazu poste ich natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Um den Beam Eye Tracker zu nutzen, braucht ihr nur eine Webcam. Ja? Ich habe jetzt hier eine günstige Logitech C920 Webcam bei mir in Benutzung. Den Link dazu, der steht auch unten in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Kostet beim großen A um die 70 Euro aktuell. Ja? Und ansonsten könnt ihr das Ganze auch mit einem Handy verbinden. Über Wireless läuft das Ganze. Allerdings ist da natürlich etwas Delay gefragt. Ich habe das kurz ausgetestet, allerdings kann ich euch sagen, ja, mit einer Webcam ist das alles immer ein bisschen, ja, problemloser. Der Beam Eye Tracker läuft allerdings nicht einfach so. Ihr braucht noch ein zweites Programm und das kennen wahrscheinlich schon die ein oder anderen Nutzer von euch, die ja, mit Head Tracking rumgespielt haben in einer kostengünstigen Version. Und zwar nennt sich das ganze Programm OpenTrack. Ja, das habe ich für euch hier einmal aufgemacht. Das ist das OpenTrack-Programm. Das ist komplett kostenlos, kann man auf GitHub herunterladen. Den Link dazu poste ich euch auch unten in die Videobeschreibung. So, ich mache das ganze Fenster jetzt mal wieder auf meinem zweiten Monitor, denn jetzt möchte ich euch ein bisschen die Beam Eye Tracker Software vorstellen und zeigen tatsächlich. Also wie ihr seht, habt ihr schon hier in der Mitte, also das sind die Einstellungen und hier in der Mitte seht ihr schon, ja, meine zwei Augen im Endeffekt und mein Kopf, wie der sich gerade bewegt. So. Und es ist ganz lustig, denn ich kann mal hier in die Einstellungen gehen, das zeige ich euch mal, und dann haben wir hier unten so ein kleines Fenster von dem Beam Eye Tracker. Und wenn ihr euch den mal anschaut, dann müsst ihr hier unten einfach diese Game-Erweiterung einschalten, wenn ihr den habt. Ja? Und dann könnt ihr das in-game benutzen. Und es gibt auch ein Eye-Tracking-Overlay, das trackt die Augen. Das schalte ich jetzt mal ein und wie ihr seht, verfolgt diese Software jetzt meine Augen. Ja? Es ist ein bisschen komisch tatsächlich, aber mit diesem Tool könnt ihr sehen, wo ihr hinguckt im Endeffekt. Und ja, wie die Software arbeitet. Und mit dieser Steuerung, also ihr bewegt nur eure Augen, mit dieser Steuerung könnt ihr auch theoretisch ja, im Sim euch jetzt gleich bewegen und das zeige ich euch jetzt gleich. Zur Visualisierung habe ich euch das gerade mal angemacht, aber ich mache das jetzt mal wieder aus, weil ganz ehrlich, mich stört das extrem. So, jetzt ist das wieder aus und ich schalte jetzt mal ja, den Head-Tracking gleich an. Wir gehen mal hier in unseren schönen Vision-Jet rein, setzen uns auf die, ja, Pilotenseite und dann schauen wir uns das mit dem Cockpit an, weil ich denke, das ist etwas interessanter für euch. So, rein geht's in das gute Ding und hier sind wir in unserer Standardansicht. So, und ich starte jetzt mal parallel OpenTrack, wie ihr seht. Ich starte das jetzt mal und jetzt ist das Ganze an und aktuell bewege ich nur meine Augen. Ja, ich bewege nicht meinen Kopf, ich bewege nur meine Augen. Und ich kann auch für euch nochmal das Overlay einschalten, damit ihr das seht, wie das Ganze aussieht. Das war das Falsche. So. So. Ihr seht, ich bewege die Kamera nur mit meinen Augen. Das ist ja alles schön und gut, ja. Also kann man so machen. Aber ehrlicherweise, mich stört das. Ja. Deshalb stellen wir jetzt zusammen den Beam Eye Tracker an. Ich stoppe gerade den OpenTrack
So, und mache auch mal wieder dieses Overlay hier aus. Das ist nämlich ein bisschen nervig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Beam Eye Tracker rein. Dazu müsste ich das ganze Programm einmal wieder öffnen. Wo habe ich das denn getan? So, dafür gehe ich mal in die Einstellungen. So, wir sind jetzt wieder im Beam Eye Tracker drin und in den Einstellungen. Ich mache das Ganze mal größer für euch. So. Und zwar, da mich das persönlich mit dem Eye-Tracking tatsächlich stört, mache ich das als erstes aus. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Das macht ihr, indem ihr hier unten bei Eye-Tracking Reaktionsgeschwindigkeit auf 0 stellt, den Gear-Bereich und den Neigungsbereich komplett auf 0 stellt. Und somit ist nur noch das Head-Tracking aktiviert. Ja? Könnt ihr hier Kopf und Augen anlassen oder Kopf, das ist eigentlich auch egal. Ich würde das allerdings alles so anlassen. Den Rest habe ich nämlich auch so gelassen. Da braucht ihr nicht mehr großartig irgendwas zu machen. Und dann speichern wir das Ganze. Bei der Kamera müsst ihr einmal eure Kamera einstellen. Wie gesagt, bei mir ist das einmal die Logitech C920. Dann könnt ihr hier eine Videovorschau machen. Und hier unten müsst ihr dann noch eure Kameraposition einstellen. Ja? Wo die dann auch, wo eure Kamera aktuell ist, damit das Programm das so ein bisschen identifizieren kann. Bei Leistung könnt ihr dann noch die Leistung des Programms auswählen. Ich habe hier die hohe Leistung ausgewählt. Ich muss sagen, ich habe keine Performance-Einbuße dadurch oder hohe CPU-Auslastung. Das Programm verbraucht bei mir eigentlich 0% CPU-Auslastung. Ja? Dann könnt ihr bei Hotkeys noch Hotkeys festlegen für eine Schnellkalibrierung und dieses Tray-Fenster zu öffnen, was unten rechts bei mir ist zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Hilfe und Infos und hier unten haben wir noch die Schnelleinrichtungen. Was wir jetzt aber machen, wir machen keine Schnelleinrichtung, wir gehen einmal in die allgemeinen Informationen und machen dann eine normale Kalibrierung. Die normale Kalibrierung wird hier über diesen Kalibrierungsknopf ausgeführt. Wer hätte das gedacht auf jeden Fall? Also wir klicken einmal hier drauf auf die Kalibrierung und dann kommt dieses lustige Fenster. Und hier steht jetzt die Beam Eye Tracker Kalibrierung. Und als erstes steht auch hier unten, was ihr machen müsst. Fixiere deine Augen auf die Mitte des Punktes. Ja? Ihr guckt einfach auf die Mitte des Punktes und dann klickt ihr ihn einfach mit der Maus an. Ja? Das macht ihr einmal, einfach mittig reinschauen, einmal klicken. Und das gleiche macht ihr auch mit oben links. Probiert dabei allerdings nicht euren Kopf zu bewegen, ganz wichtig. Guckt immer, dass ihr gerade zum Bildschirm sitzt und nur eure Augen bewegt. Ja? Also wir gucken oben nach oben links, klicken einmal den Punkt an, dann nach oben rechts dasselbe nochmal, klicken einmal den Punkt an, dann unten rechts, klicken einmal den Punkt an und unten links klicken wir einmal den Punkt an. So. Und damit ist die Kalibrierung auch schon erledigt und wir sind zurück im Eye Tracker. So. Jetzt wird hier natürlich nichts angezeigt, wie am Anfang vom Video. Eure Augen werden hier eigentlich angezeigt. Um das zu aktivieren, müsst ihr das Game Overlay aktivieren. Ja, und das Ganze tut ihr, indem ihr diesen Tray wieder aufruft. Bei mir ist eine Taskleiste und hier unten dann die Gaming-Erweiterung einmal aktiviert. Ja, wir aktivieren das einmal und schon seht ihr, sind meine Augen auch hier drin. Und hier ist das Ganze drin. So, jetzt erkennt die Software meine Augen und ja, im Endeffekt auch meinen Kopf durch die Kalibrierung. Wir haben jetzt den Beam Eye Tracker super kalibriert und ihr habt auch hier das Eye Tracking ausgeschaltet, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist nämlich sehr, sehr angenehm, ohne Eye Tracking zu fliegen. Dann könnt ihr das ganze Programm speichern und schließen tatsächlich. So. Jetzt funktioniert das Ganze allerdings noch nicht im Sim, wie ihr seht, ja. Dafür brauchen wir OpenTrack. Ja? Dieses nette Programm, was ich euch jetzt hier einmal reingezogen habe, brauchen wir dafür. Wenn ihr das Programm das erste Mal öffnet, dann müsst ihr hier bei Input Device noch den Eyewear Beam ausführen und bei Output lasst ihr einfach FreeTrack 2.0 aktiviert und der Filter bleibt auch derselbe. Das sind erstmal hier die Einstellungen auf der linken Seite. Ganz wichtig, ihr müsst natürlich den Eyewear Beam, das Programm ausführen im Hintergrund, damit der OpenTrack oder damit die Tracking-Software auch funktioniert.
Als allererstes würde ich ein neues Profil erstellen, das kann ich euch empfehlen. Das machen wir einfach mal hier, indem wir auf das Profil klicken und Create New Empty Config. Die benennen wir jetzt mal so. Ich benenne die MSFS Video, weil ich hier für das Video gerade diese mit euch zusammen diese Testeinstellungen mache. Das bestätigen wir einfach mit OK. Und dann können wir auch schon, na dann seht ihr, dann hat er den Input direkt geändert. Ihr wechselt das einmal auf Iware Beam und dann kann es auch schon mit der Konfiguration losgehen von OpenTrack. Dafür gehen wir jetzt einmal zuerst in die Optionen und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, einmal auf Output zu gehen, beziehungsweise wir müssen da hingehen und hier erstmal alle Achsen zu disablen. Ja, wir arbeiten uns ganz entspannt durch die Achsen durch, denn das ist die einfachste Methode. Ja? Also wir fangen mit der Jaw-Achse an, das ist im Endeffekt ja Links- und Rechtsbewegung. Wir klicken einmal auf OK und jetzt ist nur die Jaw-Achse aktiviert. Ja? Ihr startet einmal das Head-Tracking-Programm und wie ihr seht, ja, ich drehe meinen Kopf gerade nach links und die Kamera geht nach rechts. Das heißt, das müssen wir einmal noch inverten. Wir gehen auf Options, Output und inverten das einmal. So. Jetzt gucke ich nach links und jetzt gucke ich nach rechts. Super, das klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Allerdings müssen wir das noch ein bisschen bearbeiten. Wir gehen mal auf Mapping und machen hier bei Asymmetrik Mapping Below, machen wir einen Haken rein. So, jetzt drehe ich meinen Kopf nach links und wie ihr seht, habt wir hier so einen roten Punkt. Da, wo mein roter Punkt ist, ist im Endeffekt mein Kopf. Also ich bewege meinen Kopf aktuell. Und ich möchte natürlich, wir gehen davon aus, von einer Platzrunde oder vom Anflug. Ja, wir möchten natürlich, wenn wir nach links gucken, 90 Grad Winkel haben im Endeffekt und dass wir die Bahn sehen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gucken nach links. Also als allererstes empfehle ich euch komfortabel hinzusetzen natürlich und euch eine natürliche Position zu suchen, so wie ihr immer fliegt. Ja? Und dann guckt ihr einmal nach links, so angenehm wie möglich. Bleibt auf dieser Position, nimmt dann diesen roten Punkt, da klickt ihr einmal drauf und könnt diesen dann nach oben verschieben. Und damit erweitert ihr euren Radius, wie ihr guckt. Ja? Also im Endeffekt könnt ihr einmal so 180 Grad nach hinten gucken. Das bringt ihr euch aber nichts. Deshalb, ja, macht das so, wie ihr das denkt. Und denkt daran, dass ihr immer in dieselbe Richtung guckt die ganze Zeit. Also immer in die gleiche Richtung gucken. Und dann lasst ihr das einfach da los, wo ihr denkt, das passt. Ja, wir haben jetzt hier 90 Grad zum Beispiel. Das seht ihr daran, 25 mal 50, 90. Haben wir 90 Grad. Jetzt gucke ich wieder nach gerade. Und jetzt gucke ich wieder nach links. Ganz entspannt. Und habe hier meine, ja, 90 Grad oder das, was ich haben möchte im Endeffekt. Ja. Und das Ganze können wir natürlich jetzt auch mit rechts machen. Wenn ich jetzt nach rechts gucke, ist das genau dasselbe. Das heißt, wir gucken nach rechts, ganz entspannt, soweit wie ihr wollt. Und dass ihr noch alles auf dem Monitor auch seht. Nehme dann meinen Punkt. Und dann schaue ich einfach mal, wie weit ich hier überhaupt gucken möchte. So. So, jetzt gucke ich nach rechts. Ich denke, das ist so in Ordnung. Ich gucke nach links. Das passt für mich. Jetzt ist das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen schnell und abgehackt und so robotermäßig. Das können wir alles noch ein bisschen smoother machen. Wir können natürlich auch, ich erkläre euch vorher das nochmal, wie man hier das macht. Und zwar, wenn ich jetzt nach links gucke, wir können den Punkt hier auch weiter nach links verschieben. Im Endeffekt heißt es, umso weiter links diese Linie hier ist, umso weniger Kopfbewegung braucht ihr, ja? So könnt ihr das sehen im Endeffekt. Also, ich bleibe hier auf dieser Position. Und um das Ganze jetzt smoother zu machen, klickt ihr einmal hier rein. Jetzt habt ihr einen neuen Punkt erstellt und zieht so eine leichte, sanfte Kurve. Ja? Dann ist das Ganze ein bisschen sanfter. Hier ist es sanft und wenn ihr diesen Punkt überschreitet, geht er ganz schnell zu diesem Punkt. Seht ihr das? Und so könnt ihr dieses Profil einstellen, wie ihr ja, im Endeffekt möchtet. Ja? Probiert, dass es so sanft wie möglich ist für euch oder dass es so angenehm wie möglich für euch ist. Und das Ganze mache ich jetzt hier auch nochmal. So, dass das so ein bisschen sanfter ist und langsamer eventuell auch, ne? So. Können das Ganze auch, ja.
nochmal unterteilen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr hier noch einen Punkt reinmachen und das noch ein bisschen ziehen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Also ihr könnt euch jetzt nach links und rechts bewegen. Schauen, das ist noch ein bisschen zügig hier. Das heißt, machen wir jetzt nochmal den Punkt so ein bisschen weiter nach rüber. Haben wir hier so ein bisschen sanfter den Blick aus. Ne? Gut. Wenn ihr das habt, dann klickt ihr einmal auf OK. Und somit habt ihr links und rechts abgearbeitet. Das nächste, was wir jetzt theoretisch machen müssten, wäre der Pitch. Was ich aber ganz vergessen habe, gerade noch zu erwähnen, ist, dass wir hier unter den Optionen bei Shortcut noch einen Shortcut mal hinzufügen sollten, um euch zu zentrieren. Also ihr zentriert euch damit einmal neu. Ich wähle jetzt hier einfach mal den Shortcut aus auf dem Numpad 5. Dann ist das okay. Wenn ich jetzt den Numpad 5 drücke, dann zentriere ich mich immer wieder dahin, wo ich ja, sitze. Im Endeffekt. Das ist noch so ein guter Tipp, dass ihr das auch macht. Gut. Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade auf Monitor und ja. Als nächstes gehen wir wieder in die Option, gehen auf Output, machen den Jaw aus, disablen den einmal, weil den haben wir ja bei uns eingestellt und gehen einmal auf die Bin Pitch und machen hier Pitch. Inverten den wir auch nochmal, weil das ist auch spiegelverkehrt. Klicken einmal auf OK und was ist der Pitch? Der Pitch ist einfach oben und unten. Also die Neigung nach oben und unten. Gut, das mappen wir jetzt auch einmal und zwar müsst ihr dann hier oben einfach auf Pitch gehen und dann habt ihr hier auch eure Linie. Hier wählen wir auch einmal nochmal Asymmetrik aus, weil wir wollen ja auch unten und oben das schön einstellen. Im Endeffekt ist das die gleiche Reihenfolge. Ihr guckt nach oben, so angenehm wie möglich. Ne? Zieht dann den Punkt so weit nach oben, wie ihr wollt. Also so hoch, wie ihr wollt, dass ihr gucken möchtet. Für ein Overhead-Panel im Airbus zum Beispiel ist das sehr sinnvoll. So. Und dann macht ihr euch hier wieder eine Linie rein, damit das auch noch alles sanft ist. Und dann passt das. Das Ganze macht ihr mit unten auch nochmal. Wählt einen Punkt aus. Zieht ihn nach oben. Und schon könnt ihr alles hier unten euch anschauen. Machen wir noch einen Punkt rein, damit es nochmal smoother ist. So. Zack, da geht es ein bisschen schneller. Ja. So. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auch einmal auf OK. Und dann haben wir auch den Pitch eingestellt. Ja? Ich mache jetzt hier eine ganz schnelle Config. Quick and Dirty, sage ich einfach mal. Ihr könnt das natürlich zu Hause bei euch alles nochmal ganz entspannt einstellen. Das nächste, was wir uns jetzt mal anschauen, ist mal die Z-Achse. Wir überspringen mal die Rollachse. Die Rollachse ist nämlich diese, wenn ihr euren Kopf nach rechts oder nach links nickt im Endeffekt. Ich deaktiviere jetzt mal nochmal den Pitch, Disable, und aktiviere mal die Z-Achse. So, jetzt sind wir hier ein bisschen rumgesprungen im Flugzeug. Falls ihr woanders sitzen solltet, drückt einmal eure Center-Taste. So seid ihr wieder zentriert und alles läuft von einem Punkt. Gut. Wir klicken auf OK und die Z-Achse ist die Achse, dass, wenn ihr euch etwas genauer anschauen wollt. Ja, wir machen mal hier gerade den Monitor an, damit ich das mal ein bisschen besser verdeutlichen kann. Im Endeffekt, ihr beugt euch nach vorne, also geht näher zum Monitor hin und geht ein bisschen zurück. So, und diese Achse konfigurieren wir auch mal ein bisschen. Und zwar gehen wir einmal auf Mapping, gehen auf Z-Achse und wenn ich jetzt nach hinten gehe und nach vorne gehe, dann seht ihr, haben wir wieder unterschiedliche Ausschläge bei den roten Punkten. Gut. Wir deaktivieren gerade mal Asymmetrik. Das Wichtige bei dieser Kamera ist im Endeffekt, wenn ihr nach hinten geht, dass ihr nicht zu weit nach hinten geht und in den Sitz, also hinter den Sitz geht. So wie ich das gerade gehabt habe. Ich mache das nochmal vor. Das im Endeffekt wäre falsch. Das heißt, was machen wir am besten? Wir gehen zurück, so weit wie ihr möchtet. Und ziehen diesen Punkt einfach. Ziehen den Punkt einfach, also entstellen den Punkt und ziehen den so weit nach unten, dass wir nicht mehr nach hinten gehen können. Denn ihr wollt nicht hinter den Sitz gelangen. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, Asymmetrik nach vorne. Passt in meinem Fall, brauche ich nichts ändern. So, das heißt, die Asymmetrik mache ich aus. Ich klicke auf OK und dann ist das Ganze auch erledigt für mich. So, jetzt kann ich nach vorne und nach hinten gehen.
Und wir können mal in die Kombination ranschauen. Wenn ich jetzt mal die Pitch-Achse und die Jaw-Achse aktiviere und auf OK klicke, zentriere mich mal gerade neu. Wenn ich mich jetzt bewege, oh, das ist hier alles inverted ein bisschen. Klar, okay, ich muss mal die Inversion wieder ausmachen. So. Und wenn ich mich jetzt bewege und nach vorne gehe und gucke, nach hinten, nach vorne, ja, dann könnt ihr euch das Ganze alles genauer anschauen. Ja? Gut, wir gehen wieder in die Optionen, machen mal Jaw aus, machen mal den Pitch aus und machen mal Z aus. Dann schauen wir jetzt uns mal direkt die Y-Achse an. Aktivieren mal hier die Y-Achse. Und ja, das ist die Achse, wenn ihr nach oben und unten geht mit eurem Körper. Ja? Und in Verbindung mit der Z-Achse könnt ihr jetzt natürlich nach unten gucken. Wenn wir dann natürlich noch den Pitch aktivieren, könnt ihr nach unten gucken und euch die Instrumente anschauen. So. Und das, ja, Y-Achse gefällt mir soweit. Da brauche ich nichts, ja, nichts weiter, sage ich mal, einstellen. Wir gucken jetzt nochmal die X-Achse an. Und die X-Achse ist die Achse, dass ihr, wenn ihr euren Kopf oder euren Oberkörper nach links und rechts neigt, könnt ihr euch so im Flieger bewegen. Wir klicken mal auf OK. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese X-Achse natürlich hier auch nochmal einstellen. Ich für meinen Teil finde das okay. So, wir klicken mal auf OK. Und ja, wenn ihr das alles getan habt, seid ihr auch schon fertig mit allen Einstellungen. Wir zentrieren uns mal neu. Jetzt sind wir zentriert und jetzt können wir uns ganz entspannt locker im Cockpit umschauen. Wir sind im Anflug, gucken links raus, sehen die Bahn, perfekt. Gucken hier auf unsere Instrumente drauf. Ja, das sieht doch alles gut aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier nochmal alles einstellen genauer. Bei asymmetrischer Achse zum Beispiel. Hier nochmal könnt ihr die anlassen. Das ist, glaube ich, besser sogar. Und dann könnt ihr euch hier alles genauer anschauen. So. Und wenn ihr das Programm einfach stoppen möchtet, könnt ihr auf Stopp gehen. Und dann ist das Ganze auch deaktiviert. Ja, und funktioniert eigentlich einwandfrei. Wenn ihr auf Start klickt, ist das Ganze direkt wieder aktiviert und ihr könnt Head-Tracking benutzen. Ja, meine Freunde. Ich würde euch jetzt noch mal kurz meine Einstellung zeigen. Dafür gehe ich mal einmal hier in die MSFS-INI. Das ist nämlich meine Mapping-INI. Ich gehe mal auf Start und gucke mal, ob das alles passt bei mir. Ja, das sieht gut aus. Ja, genau. Das sind meine Einstellungen. Wie gesagt, ist ja halt unterschiedlich. Wir gehen einmal auf Mapping und dann könnt ihr euch diese Einstellungen mal gerade anschauen. Entweder pausiert ihr euch das Video. Ich kann hier nochmal gerade die Werte einblenden. Einmal da, einmal da. Wie gesagt, das ist aber eine Individualeinstellung. Das heißt, je nachdem, wie ihr sitzt und ja, wie groß ihr seid, im Endeffekt müsst ihr euch selber mal schauen, wie ihr euch das einstellt. Ich gehe mal jetzt kurz noch die Einstellungen durch. Wie gesagt, pausiert einfach das Video. Wie gesagt, Rollen habe ich ausgestellt. Also ich kann meinen Kopf nach links und rechts zwar neigen, aber es passiert nichts, weil ich diese Funktion nervig finde. Das ist meine X-Achse übrigens. Ja, die sieht ein bisschen wild aus. Aber das hat seinen Grund. Denn ich möchte hier nicht aus dem Flieger rauskommen, soweit. Und wenn ihr hier euch nach links legt, dann kommt ihr ab einem gewissen Punkt aus dem Flieger raus. Und das ist halt nicht so schön, ne? Nur so als kleiner Tipp. Ja, wie ihr seht, komme ich hier aus dem Flieger raus, deswegen gucke ich nicht so weit nach links. Ich kann das auch nochmal umstellen so ein bisschen, aber das ist ja immer alles individuell. So, Y-Achse könnt ihr euch anschauen, da habe ich nichts geändert. Und die Z-Achse ist die Achse, wo es nach vorne und nach hinten geht, ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Okay. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Alle Links sind mal wieder unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen in nördlicher Richtung da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wenn ihr noch ein Abo da lasst, dann wäre das auch noch mega. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wenn ihr das Video am Freitag seht. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Ciao, auf Wiedersehen. Euer Patrick.